Zieht euch das rein, es sind einfach mal nur Rollerfahrer. Die fahren auch einfach irgendwann mal rüber, wann sie gerade lustig sind. Ich schaue mich an wie ein Alien. Und jetzt bewegt sich die Meute wieder los. Ja, servus Beinhand. Ja, leckt mir am Arsch. Ihr kennt ja das Sprichwort, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird. Ich glaube, ich bin jetzt gerade in den zugefrorenen See freiwillig reingesprungen. Ja, und zwar, ich bin ja gerade mitten in Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh Stadt, Saigon in Vietnam. Ich habe heute mein Motorrad abgeholt, was ich mir gekauft habe. Ja, und starte jetzt gerade um 4 Uhr nachmittags zu meinem ersten Ziel nach Mui Ne. Aha. Werde ich später vielleicht noch was erzählen. Ja, wenn ich Pech habe, dann erwischt mich gleich noch mein erster Regen auf dem Motorrad. Da hinten, da zieht es ein bisschen auf. Naja, egal. Ich habe zwar Regenzeug dabei, aber das ist halt immer umständlich. Und so schaut es dann aus, wenn es in Saigon zu regnen beginnt. Da ziehen dann alle ganz schnell ihre Regenponchos an, sofern man einen dabei hat. Ja, und es regnet eigentlich schon recht häufig, vor allem in der Regenzeit, in Saigon oder in Hanoi. Ich habe eigentlich eine viel zu große Tasche dabei, da passt mein Rucksack gar nicht mehr hinter mich, aber egal. Ja, nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger mitnehmen. Ich muss mich erstmal auch an dieses Motorrad, ach, ich blinke immer noch, verdammt. Ich muss mir erstmal dieses Motorrad gewöhnen. Es hat eine umgedrehte Schaltung. Also man schaltet hoch, wenn man runter schaltet. Anders als bei uns. Und wo so genau dann der Leerlauf ist, habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Ist also super, wenn man gleich mal ein neues Motorrad hat. Und ja, in so einer Gegend unterwegs ist. Und ich sitze jetzt gerade total bescheuert auf diesem Ding drauf, weil mein Rucksack da hinten so stört. Ja, Ho Chi Minh City hat ja 4 Millionen Einwohner oder mehr und genauso viele Mopeds. Dann kann man sich ja vorstellen, was hier so los ist. Man sieht es ja. Und Verkehrsregeln sind natürlich ganz anders als bei uns. Es funktioniert alles ein bisschen anders. Also jetzt rechts, ja gut. Dann fahren wir da rechts und wieder links. Ja, anscheinend kennt Google Maps sogar die Schleichwege. Ja, aber ich fahre jetzt erstmal echt mit Google Maps hier aus der Stadt raus, weil ich mich halt null auskenne. 0,0. Am besten nimmt man immer so ein Auto als Blocker her. Man lässt sich praktisch vom Auto blocken, wenn man über die Straße fährt. Das ist am sichersten. Habe ich schon irgendwie gelernt. Diese grünen Grab-Leute, Grab ist so eine App wie Uber oder so ähnlich. Da kann man sich einfach Roller und Autos ganz schnell als Taxi nehmen. Ja, ich muss erstmal schauen, dass ich aus der Stadt rauskomme. Ich hoffe, dann geht alles ein bisschen einfacher. Ja, normal ist die Hupe ganz wichtig. Na, ich habe echt eine riesen Tasche drauf. Vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Gut, das nächste Mal wissen wir besser Bescheid. Ich muss hier geradeaus, kann ich einfach machen, genau. Die Leute schauen dann schon. Ja, die Kupplung, die trennt nicht so komplett. Deshalb rollt es immer ein bisschen nach vorne. Müsste ich auch mal einstellen. Jetzt geht es erst weiter geradeaus noch, weil der das so behindert abbiegt. Fahren wir einfach rüber. Das geht schon. Die fahren auch einfach irgendwann mal rüber, wann sie gerade lustig sind. Ich komme hier sicher rüber wie ein totales Alien, weil ich der einzige Volldepp mit einem Integralhelm bin. Alle anderen haben nur so komische Nussschale auf. Ja, dann los.
Fahr einfach. Vollgas! Ja, ich habe mir eine Honda Win gekauft. So ein chinesischer Nachbau eigentlich von Honda Win. 100 Kubik oder 110. Ja, der Motor, hat der Verkäufer gemeint, war angeblich sogar original Honda. Ja. Wer es glaubt, da vorne muss ich links, verdammt. Also irgendwann links einordnen wäre praktisch. Blinker kann man auch mal setzen. Genau, jetzt fahren wir einfach rüber. Die muss warten. So, Blinker aus. Jetzt geht's geradeaus. Über die Brücke, ja. Leicht nieselt es schon. Bitte nicht! Ich hoffe, ich kann im Regen noch davon fahren. Irgendwie. Mann, ich muss ja echt drüber kommen wie der größte Vollidiot. Ja, aber die kennen das, glaube ich, so. Backpacker, die schauen immer so aus. So, jetzt muss ich da rüber, so ein bisschen halb scharig. Ich will jetzt nach rechts blinken, funktioniert nicht ganz so gut. Ja, leck mich, wo muss ich jetzt hin? Also ich fahre jetzt einfach mal da. Ich hoffe, das ist richtig. Oh, ein Tunnel. Interessant. Sehen wir gleich, wo es hingeht. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Ob das jetzt richtig war oder nicht, keine Ahnung. Ich hoffe. Naja, es geht wahrscheinlich jetzt unter dem Fluss unten durch. Mit diesem Tunnel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier fahren darf oder so. Es gibt eigentlich nur so bei Ho Chi Minh Stadt 2 Autobahnen, die ich nicht fahren darf. Die darf kein einziges Motorrad oder so fahren, glaube ich. Aber da muss ich drum rumfahren, muss ich einen anderen Weg nehmen. Ich fahre einfach gleich, so schnell es geht. Licht kann man auch mal noch machen. Yeah! Ich fahre einfach so schnell es geht auf den Highway Nummer 1. Oder Highway Nummer 1 geht komplett von Ho Chi Minh Stadt bis Hanoi hoch. Also über 1500 Kilometer geht nur dieser eine Highway, hauptsächlich an der Küste entlang. Ja, und ich hoffe, dass mein Motorrad so lange durchhält alles, ohne größere Probleme. Weil das kann man echt nicht wissen. Zieht euch das rein, es sind einfach mal nur Rollerfahrer. Ich glaube, da drüben geht es eventuell zur Autobahn, keine Ahnung. Und es ist echt sau viel los. Und ich mittendrin. Da drüben ist das höchste Gebäude Südostasiens. Nachtrag. Es ist nur das höchste Gebäude Vietnams mit 461 Metern. Ja. Und ja, da ist der Regen, der kommt hoffentlich nicht zu mir. Lecco mio, 60 Sachen. Innerorts sind nur 40 erlaubt. Außerorts übrigens nur 60. 60 km/h außerorts. Ja, viel schneller geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Ich glaube, ich bin gestartet mit dem Motorrad bei 6411 Kilometern, wenn ich mich nicht irre. Na, schauen wir mal. Wenigstens funktioniert der Tacho. Bei vielen funktioniert er einfach gar nicht. So, erstmal runterschalten ein bisschen. Jetzt glaube ich, bin ich im zweiten Gang. So. Die vordere Bremse ist nicht mehr so gut. Aber die hintere ist eigentlich noch ganz gut. Zweiter Gang. Dritter Gang. Vierter Gang. Mehr haben wir nicht. Nur 4 Gänge. Ich schaue mich an wie ein Alien. Und jetzt bewegt sich die Meute wieder los.
Gas bleibt manchmal so ein bisschen stehen irgendwie. Also bei dem Moped funktioniert einiges nicht so, wie es sollte. Oder wie man es vielleicht in Deutschland, Europa gewohnt ist an Fahrzeugen. Aber mei, muss man durch. Ist ein Abenteuer. Mal schauen, wie das Abenteuer wird. Ja, es gibt auch richtige Motorräder hier in Vietnam. Nicht nur so kleine Mopeds. Also ich habe schon eine Gruppe so eine kleine Gruppe gesehen, so 4, 5, 6. Die hatten alle schöne Supersportler, es waren alles Tausender, so Honda Fireblade und so. Also hauptsächlich Honda natürlich. Vor einem Café standen 3 BMW R9Ts. Wo muss ich hin? Ach ja. Keine Ahnung. Ich fahre heute, ja, da drüben ist glaube ich jetzt die Autobahn. Genau, da standen 3 BMW R9Ts von einem Café. Die kosten hier halt ein Schweinegeld, so $30.000 oder so. Also $30.000. 30.000. Bei uns kosten die die Hälfte. Weil eben Fahrzeuge, vor allem Autos, so teuer sind, haben die meisten nur einen Roller. Ja, die Vietnamesen, die nehmen auf dem Moped alles mit. Ganz egal ob Ziegen, Hühner, ganze Familie, mit Papa, Mama, 2 Kinder oder das hübsche Mädel, High Heels und Rock. Alle fahren Roller oder Mopeds. Also vor allem, also jetzt in Ho Chi Minh Stadt habe ich fast nur Roller gesehen. Irgendeine Art von Roller. Also so kleine Mopeds wie ich es habe, gibt es dort eher nicht. So mit ganz normaler Kupplung, Gangschaltung, die gibt es echt eher selten. Weil es natürlich in der Stadt auch viel praktischer ist mit dem Roller. Ja. Cool, jetzt bin ich schon auf dem, zumindest auf dem Highway Nummer 1. Das ist ja schon mal was. Wenn ich in Mui Ne bin, sollte ich auch mal einen Ölwechsel machen, weil die soll man alle 1000 Kilometer spätestens machen. Und ich weiß halt nicht, wann der Vorbesitzer den zuletzt gemacht hat. Deshalb machen wir lieber einen Ölwechsel. Ja, eigentlich ist hier Helmpflicht. Deshalb haben alle diese Kappe auf, aber manche fahren halt doch mal ohne. Sowas kommt auch vor. Ja, mal schauen, wann ich denn aus der Stadt wirklich draußen bin. Keine Ahnung. So, ich muss noch kurz meinen Motovlog von gestern zu Ende machen. Meinen ersten Motovlog. Ja, es hat ja sehr früh, eigentlich schon am Ortsausgang von Ho Chi Minh, zum Regnen angefangen. Und es hat auch ungefähr 2 Stunden lang geregnet. Und nass war es komplett hoch bis Phan Thiet, kurz vor Mui Ne war es nass. Ja, zum Teil 20, 30 Zentimeter tiefes Wasser, wo ich durchfahren musste, mitten auf der Straße. Und ja, es war dunkel. Ich bin locker 3 Stunden im Dunkeln gefahren. Bei Regen ist nicht so toll. Besonders wenn man das Rücklicht vom Motorrad kaum gesehen wird, die Blinker schon gar nicht. Das sind so komische Mini-Blinker. Ja, aber sonst, ja, so direkt noch so in Ho Chi Minh ist mir einmal der Zündkerzenstecker abgegangen, hier vorne. So während der Fahrt, ich habe so, oh, scheiße, schon nach so kurzer Fahrt funktioniert das Motorrad nicht. Ja, naja, aber war zum Glück nur der Zündkerzenstecker, der abgegangen ist. Jetzt schaue ich halt regelmäßig, dass er gut drauf sitzt. Dann sollte das schon passen. Ja, also das war dann auch der erste Tag. Circa 200 Kilometer bin ich gefahren. 5,5 Stunden gebraucht dafür. Ja. Und war es aber ganz nett zu fahren. Bin recht flott gefahren zum Teil, so 70 km/h. Ja, es ging dann schon. Und dann spät abends um 9:45
bin ich dann erst hier angekommen in Moine und habe zum Glück noch das Hotel bekommen. Da habe ich die Leute leider, also die Besitzer leider aufgeweckt. Die waren aber trotzdem ganz freundlich und hat gepasst. Jo. Dann bis zum nächsten Vlog. Servus.